Moin ihr Lieben, Hallo ihr Lieben. wir sind wieder am Review-Platz. Und ihr wisst, was das bedeutet? Genau. Es gibt ein Review. Und zwar haben wir uns die DJI Neo 2 gekauft, selbst bezahlt. Und wie viele von euch, die uns regelmäßig ansehen, wissen, haben wir schon die Neo, den Vorgänger. Und die hatte so einige Schwächen, aber haben sie trotzdem gern gehabt. Wir haben sie sehr geliebt. Wir haben sie sehr geliebt, aber wir haben sie auch nicht so oft benutzt, weil wir sie immer vergessen haben. Aber sie hatte, wie gesagt, Schwächen. Und diese neue, diese DJI Neo 2, da gibt es ganz viele Reviews von, könnt ihr euch gerne angucken. Wir wollen nur mal unsere Sicht der Dinge kurz anreißen. Das gute Stück ist nämlich für unsere Zwecke super geeignet. Sprich, kurz mal so als B-Roll die Drohne steigen lassen. DJI hat da tatsächlich noch mal ordentlich einen draufgesetzt im Vergleich zur Neo 1 und wir sind richtig gespannt. Sie haben einen draufgesetzt, sie haben aber auch einen runtergenommen, nämlich du kannst die DJI Neo 2 nicht so out of the box mit einer Fernbedienung fliegen, außer mit dem Handy, weil es dafür einen kleinen Empfänger gibt, der an die Drohne angeschraubt wird. Den gibt es natürlich im Bundle, aber den gibt es auch einzeln, ist auch nicht besonders teuer, aber ist nicht lieferbar, kommt Ende des Jahres. Wollten wir aber sowieso nicht, also erstmal zumindest nicht, weil wir diese Steuerung von der DJI Neo 2 total cool finden. Ne? Die kann also Gestensteuerung, als ob du so ein kleines Tier hast, was gehorcht, zuverlässig, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und das wollen wir euch mal zeigen und auch die verschiedenen Modi. Also prinzipiell hat uns die Erfahrung gezeigt, dass wir sowieso praktisch nie mit der Fernbedienung geflogen sind, sondern auch die voreingestellten Modi verwendet haben. Einfach weil das, wenn wir unsere Wanderungen machen, nervig ist, dann extra die Fernbedienung rauszufummeln. Ja. Insofern ist das für uns, glaube ich, so ganz in Ordnung. Wir hatten von der DJI Neo ja auch schon mal ein Short und ein Video gemacht, eine Vorstellung. Das haben aber unheimlich viele Leute missverstanden und dann kommentiert, wir sollten uns doch mal lieber mit was anderem beschäftigen. Wir hatten keine Ahnung, weil sie dachten, wir mögen die Drohne nicht. Aber das war gar nicht der Fall. Ja. Das Video hieß gekauft, getestet und zurückgeschickt, weil sie defekt war. Genau. Also scheinbar haben sich die Leute das nicht zu Ende angeguckt. Also wir haben sie auch da schon geliebt. Aber jetzt geht es mal um die DJI Neo 2. Die DJI Neo 2 hat jetzt auch ein kleines Display, wo man die Modi sehen kann, die gerade eingestellt sind. Und die Modi kann man mit diesen beiden Tasten verstellen an der Seite. Und ins Untermenü kommt man, wenn man eine der beiden kleinen Tasten länger drückt. Zum Bestätigen drückt man auf die rote Taste, zum Abfliegen ebenfalls, auf diese hier. Und es sind nicht alle Modi verfügbar. Von Haus aus. Man muss also in der App einstellen, unter Einstellungen und dann Modi bearbeiten, welche Modi alle in der Drohne gezeigt werden. Warum ist mir schleierhaft, aber eine ganze Menge hat er da ausgeschlossen. Kann man aber easy einstellen und dann geht's los. Und die Marion zeigt euch jetzt mal ein bisschen die Gestensteuerung. So, die Marion hat jetzt den Verfolgungsmodus an. Lass mal hochgehen. Zum ersten Mal benutze ich die. Follow. 3, 2, 1. Du musst sie einen Moment Zeit lassen, damit sie den Modus erstmal findet. Okay. So, jetzt hat sie den Modus Verfolgen von vorne. Hier haben wir die Kleine, schwebt hier rum. Die ist übrigens auch bedeutend leiser als die Neo. So, und jetzt schick sie mal hoch. Und wie man sieht, geht sie hoch. Und jetzt fliegt unsere Kleine da hinten und die Marion holt sie jetzt mal näher ran. Und brav kommt sie näher. Und lass sie mal weiter runterkommen. Geil. Total cool. Also die gehorcht total. Und jetzt schick sie mal auf die andere Seite. Warte. Noch mal weiter auf die andere Seite. Also wirklich wie so ein kleiner Vogel. Ist das niedlich? Das ist der helle Wahnsinn. Das ist ja geil. Funktioniert so einwandfrei. Das funktioniert wirklich problemlos. Jetzt streck mal die Hand aus. Mehr brauchst du nicht zu machen. Kommt sie an wie so ein kleiner
wie so ein kleines Komm her, mein Rotkehlchen. Schatz. Und landet auf der Hand. Du brauchst nichts machen, die kommt ganz alleine. Plopp, das war's. Ist das cool? Das ist cool. Das ist richtig cool. Das war jetzt der Follow-Modus. Jetzt lassen wir sie einmal um uns rumfliegen. Mach mal kreisen. Circle, ja, Moment. Am kleinen Display, weiß nicht, ob ihr das auf Kamera Selfie shot. sehen seid. Droney. Circle. Circle, 20 Meter, mach mal High. Lang drauf. Lang draufdrücken, dann fängt das eine, nochmal lang drauf. Ready? So, sind wir im Kreis. Aber da gibt's Sind 20 Meter in Ordnung? ja, das ist in Ordnung. Die hat ja eine Hinderniserkennung. Okay. Und zwar rundum. Vorne hat sie einen LiDAR-Scanner und hinten hat sie noch 2 Kameras. Einmal oben, einmal unten. Starte mal. 20 meters. Circle. 3, 2, 1. Auf Wiedersehen. Mach's gut, Kleine. Und da Oh, geht 20 sie ist hin. weit. Da geht sie hin. Und sie hat wie gesagt, eine Hinderniserkennung. Im Gegensatz zur ersten Neo. Die fliegt nirgendwo gegen. Also wo ist sie denn? Da. Da ist sie. Ich habe Angst. Unsere erste ist ja abgestürzt. Ja, und zwar gleich beim ersten Test. Ja, ja, genau. Und jetzt fliegt sie einmal um uns rum, macht eine schöne ist das Aufnahme. cool. Ach, ist das Und dann niedlich. kommt sie wieder. Komm zu Mami. Und man hört sie gar nicht von hier aus. Man hört sie, aber Ja, sie ist also wirklich, ich höre sie ja. nicht. Komm zu Mutti. Ja, okay. Dann machen wir noch mal Follow. Jawohl. Was ich übrigens sagen wollte, ist, wir haben es relativ windig hier phasenweise. Die Neo ist völlig ungeeignet bei diesen Bedingungen hier. Wir haben ein bisschen Wind, aber damit ist sie schon raus. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir die relativ selten benutzt haben. Weil sobald ein bisschen Wind war, konntest du es vergessen. Die hier ist windstabiler. So, dann lass sie uns mal von hinten verfolgen jetzt. So, jetzt lassen wir sie uns verfolgen. Komm mit. Und da wollen wir mal, sie fliegt brav hinter der Marion hinterher. Guck mal hier. Geh ihr mal entgegen. Also man kann bei dieser Neo auch bestimmen, von wo sie folgen soll. Jetzt soll sie von hinten folgen. Man kann aber alles Mögliche einstellen. Man kann vorne rechts, hinten rechts und so weiter. Das ist alles möglich, in der App schon gar. Jetzt wollen wir mal sehen, wie das mit der Hinderniserkennung ist. Weil die Neo soll nirgends gegenfliegen. Aber die Marion, die werde ich jetzt gleich mal. Oh je. Du bleib mal da. Ja, Geh mal da rüber. ja. Die werde ich jetzt gleich mal schön hier durchs Gebüsch schicken. Hier zwischendurch am besten, Ja, oder? komm mal hier rüber. So, guck mal hier. Also das kann sie, wenn sie das schafft, ist sie gut. Dann kommen wir hier durch. Ja, das macht sie mit Bravour. Das ist hier genial. Ja, in dem Modus, wo sie gerade ist, kann man sie trotzdem noch steuern. Ja, das ist richtig cool. Das ist genial. Ja. Schick sie mal weiter weg. Ja. Das ist genial. Ja, es ist so einfach und das Ding ist so stabil. Und selbst wenn sie schräg in der Luft hängt, hast du halt immer ein gerades Bild. Also fast immer. Weil der Gimbal das ausgleicht. Richtig cool. Und jetzt bleibt sie eben vorne. Ich habe ihr gesagt, sie soll vor mir fahren. Und das macht sie. Wie hast, ach so, weil du sie nach vorne geschickt Genau. hast. Genau. Gehen wir noch ein bisschen höher. Und was auch cool ist, wenn man die App nutzt auf dem Handy und das Mikro anschaltet, dann kann man da reinsprechen und die Neo 2, wie auch die Neo 1, filtern die Fluggeräusche. Ja. Hat das die Neo 1 auch gemacht etwa? Nee. Ach, das wusste ich gar nicht. Aber man kann auch natürlich auch ein externes Mikro ans Handy anschließen, haben wir jetzt aber nicht. Deswegen stehen wir hier und halten uns wie bei so einem Interview. Das Handy immer vors Gesicht, die Mikrofone, um zu gucken, wie denn die Soundqualität ist, wenn man das so macht. So ist es. Und natürlich kann man sie mit dem Handy auch manuell steuern. Ich schicke sie jetzt mal so hoch das geht. So, einmal hoch mit dem Teufel.
Seht ihr den kleinen schwarzen Punkt am Himmel? Wie hoch ist sie denn jetzt? Das kann ich hier nicht sehen. Jedenfalls ist sie ganz schön hoch, ne? Die ist ganz schön hoch. Genau. Jetzt können wir mal den Gimbal bewegen und uns mal langsam drehen. Cinematisch. So, und im Bildschirm wird uns angezeigt, wie lange wir noch Aufnahmezeit haben. Wie lange haben wir? Wir haben noch 2 Minuten und 42 Sekunden Aufnahmezeit. Die Ja. Akku hat noch 32%, Ja. Ich hole sie schon mal ein bisschen runter. bevor sie abstürzt. Nein. Im manuellen Modus funktioniert keinerlei Gestensteuerung. Da muss man dann hingehen und landen. So, jetzt der Akku leer? Nee, ne? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht leer, aber die Akkulaufzeit ist so, wenn man rumfliegt, ich würde mal sagen so 10 Minuten, 12 Minuten. Mehr ist das nicht. Also DJI prahlt ja damit, dass es bei dieser Drohne jetzt 19 Minuten Akkulaufzeit gibt. Macht Das sie ist nicht. aber auch nur, wenn du nicht den Schutz drauf hast. Wenn der Schutz drauf ist, dann sagen sie schon, sind es nur 18 oder 17 Minuten, der Propellerschutz. Also so ein bisschen Ist utopisch. Augenwischerei. Ja, ist utopisch. Naja, soll jetzt hier auch kein komplettes Review werden, sondern so mal so richtig so zeigen, wie cool dieses Ding ist. Wenn du eben nur nebenbei so ein bisschen B-Roll machen willst, ist das die Drohne. 239 € bei Amazon. Ich möchte einmal kurz dazwischen grätschen. Also Wann nicht? was einfach klasse ist, gerade im Vergleich zur Neo 1. Bei der ersten Neo konntest du diese ganzen Einstellungen wie Distanz, Höhe und so weiter nur mit der App vornehmen. Das kannst du jetzt direkt an der Drohne. Das heißt, du bist noch viel weniger auf dein Handy angewiesen, um die Aufnahmen so zu machen, wie du sie dir vorstellst, als vorher. Und dann haben wir für uns festgestellt, wir hatten uns die Neo 1 ja mit die Fly More Combo extra gekauft mit 3 Akkus. Und wir haben festgestellt, dass gerade wenn wir auf unseren Touren unterwegs sind, wir benutzen einen Akku und der ist meistens nicht leer. Deswegen haben wir tatsächlich gesagt, uns reicht die simple Basisversion von dieser Drohne. Wir haben nicht vor, damit mit Controller zu fliegen. Deswegen Ja, das wissen wir noch nicht. Wir haben ja einen Controller, den wir auch benutzen können. Also ist das praktisch eine Investition von 20 € oder 30 €. 21 €, glaube ich, kostet Ja, das Ding. und dann macht man den Empfänger dran. Das Blöde wiederum, der hat so, Braucht ich kein Mensch. blende den mal ein, der hat so 2 Antennen und mal eben im Rucksack stopfen. Ja, das macht sie sperrig und so weiter. Jedenfalls haben wir natürlich immer eine Powerbank oder das Auto dabei, wo wir die dann, wenn wir weiterlaufen oder was auch immer, laden können. Ne? So ist es. Also wir haben Also. gesagt, ein Akku reicht uns auf jeden Fall. Damit kommen wir gut klar. Und ja, also es ist eine enorme Verbesserung im Vergleich zur Neo 1, finde ich. Es ist also gerade mit diesem Display, das finde ich total genial, dass man die Einstellungen jetzt direkt an der Drohne vornehmen kann und nicht mit dem Handy immer rumfummeln muss. Und was ihr gesehen habt, Marion, ist das Ding noch nicht einmal geflogen, hat es noch nicht einmal mit Gesten gesteuert. Das war alles eben das erste Mal. Das heißt, halt dir mal die Ohren zu. Wenn ich das schaffe, schafft ihr es auch. Das willst du doch sagen. Nee, ich Ne? wollte eigentlich sagen, jeder Trottel kann das. Also sinngemäß identisch. Ja, jeder Trottel kann das. Also man muss natürlich ein bisschen gucken, wo man fliegt, dass man nichts kaputt macht. Selbst mit diesem Kollisionsschutz, der funktioniert zwar echt super, aber es gibt natürlich da auch ab und zu mal Probleme. Da bitte auch drauf achten, aber der LiDAR-Scanner, der scannt nur nach vorne. Seitlich und hinten funktioniert das nur über Kameras, dieser Kollisionsschutz. Das heißt nicht ganz so gut, nach dem, was wir gehört haben, wie vorne Ja. raus. Da Ja. muss man vielleicht noch mal ein bisschen aufpassen. Ja, das stimmt. Ja, und das wollen wir euch nur mal zeigen, wie simpel und schnell man so ein bisschen B-Roll mit so einer Drohne machen kann. Wie gesagt, ausführliche Reviews ist Unmengen. Und viele davon sind von DJI gesponsert. Das heißt, dass die natürlich nicht immer so objektiv sind. Aber was die erzählt haben, die ergehen sich alle in Superlative. Und wir auch. Das stimmt. Also dieses Ding ist geil. 239 €. Wie gesagt, bei Amazon, Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber bestellt, kriegen wir eine kleine Provision. Wird Kostet für euch auch- nicht teurer? Wird nicht teurer. Und geil. Wir sind Ich froh finde sie mit dem total Ding. niedlich. Also ich habe sie jetzt tatsächlich zum allerersten Mal ja gesteuert und
Das macht so Spaß, auch wie schnell dieses Ding reagiert auf die Gesten. Das ist schon echt geil. Ja. Und vor allem wie zuverlässig. Das ist der Ja, da Hammer. leuchtet, wenn sie diese Handgeste erkennt, ein kleines blaues Licht, dann weiß man Genau, das sieht man hier. da vorne. Und das Display sieht so aus, also man kann das gut lesen, auch im Sonnenlicht. Und das Ding macht Spaß. Und Abo und Like nicht vergessen, wenn ihr das ganz interessant fandet. Kostet euch nichts. Und dabei auch die kleine Glocke aktivieren, damit ihr Benachrichtigungen bekommt, wenn wir wieder unser Unwesen getrieben haben. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Jetzt endlich. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Du warst zu langsam. Ich hab's gegönnt.